Endlich ist die Fatshark Dominator HD Brille da. Ich werde sie heute auspacken und die aktuelle Firmware installieren, die nämlich jetzt auch 50 Megabit unterstützt. Wir haben hier die Tasche, ein Linsentuch von Fatshark und so eine simple Kurzanleitungskarte. In der Aufbewahrungstasche befindet sich die Brille, ein Stromkabel für 2 bis 5S, zusätzliche Abstandshalter, die man jetzt hier an den Stellen anbringen kann. Die Brille wird leider ohne Antennen geliefert. Im Vergleich zu der Avatar, die in dunkelgrau ist, sind 4 Antennen dabei. Ich habe mir die neuen Rush FPV-Antennen geholt, 4 Stück. Das sind linksdrehende Antennen, die sind kompatibel mit DJI-Brille, als auch hier mit der Avatar-Brille. Schraube ich drauf. Nun habe ich die 4 Antennen angebracht. Problem ist natürlich, dass ich jetzt die Brille nicht mehr in die Box reinkriege. Hier gibt es alternative Antennen, zum Beispiel die sehr teuren, aber sehr guten, die TrueRC Singularity Antennen. Die sind kürzer und die kann man auch direkt aus Deutschland holen. Vorne lohnt sich eine Panel-Antenne zu nehmen, die TrueRC XR MK2. Das wäre eigentlich das Beste, was man nehmen kann. Oben an der Brille befindet sich der Lüfter, den ich schnell und langsam drehen lassen kann. Der interne Lüfter läuft aber immer. Hier ist ein Aufnahmeknopf für Videoaufnahmen und das ist Zurücktaste und das ist der 5-Wege-Joystick. In der Mitte mit OK und dann 4 Richtungen. Hier habe ich Stromanschluss, nehmen wir mal die Folie ab. Die Optik ist justierbar. Ich habe hier einmal den Augenabstand, den ich einstellen kann. Und pro Auge kann ich Dioptrien einstellen. Hier unten habe ich noch einen USB-C-Anschluss, über den ich den HDMI-Ausgang habe. Und natürlich der Power-Button. Der Gurt ist recht einfach, das heißt, ich habe keine Möglichkeit hier einen Akku reinzustecken, leider. Für den ersten Testbetrieb nehme ich hier so einen Ishin-Akku für die Brille mit 2x18650 Akkus. Stecke den Akku ein und drücke auf Power-Knopf. Und man hört sofort den Lüfter, der die elektronisch vorne kühlt. Wie gesagt, die Belüftung läuft die ganze Zeit hier vorne. Und das ist eigentlich nur ein Schieber, der quasi die Luft hier nach vorne durchströmen lässt. Außerdem sieht man hier die Öffnung für die Speicherkarte. Und ich führe jetzt ein Update durch. Hierzu wird eine leere SD-Karte genommen, da reingesteckt. Jetzt gehe ich über diesen Navigationsknopf ins Menü und formatiere die Karte. So, ich filme hier direkt durch die Brille, daher ist die Qualität nicht so toll. Gehe hier auf Settings, Device, dann auf Device Info und hier sehe ich noch die alte Version 2023 und ich aktualisiere auf 23.23.4. Zurückknopf. Gehe jetzt auf Record Set und hier formatiere ich jetzt die SD-Karte. Bestätige. Jetzt ist die SD-Karte formatiert. Ich entferne wieder die SD-Karte und spiele jetzt hier die Firmware drauf. Das Update zu der Dominator HD findet man auf der Fatshark-Seite. Hier ganz unten und Updates. Dominator und die aktuelle Version von heute ist 23.23.4 und die unterstützt nämlich das 50 Mbit Mode. Und hier ist auch die Anleitung, wie man das Update durchführt. Gehe in den Ordner von der Datei. Da befinden sich 2 Dateien. Die erste Datei ist für die Brille, die zweite ist für die Lufteinheit, die GND-Datei. Die kopiere ich mir auf die SD-Karte, die leer ist. Entferne die SD-Karte, lege wieder die SD-Karte mit der Firmware in die Brille rein, starte die Brille, warte bis die Brille hochgefahren ist und das Menü zu sehen ist. Das Menü ist jetzt da, ich verlasse wieder alles und anschließend drücke ich für 8 Sekunden hier diesen roten Knopf. Und jetzt sollte die Brille sich aktualisieren. Und nach kurzer Zeit beginnt die Brille zu piepsen. Und in der Brille sieht man Avatar HD Digital System. Jetzt wartet man ungefähr bis zu 10 Minuten, bis das Piepsen aufhört und das Update durchgeführt ist. Ich bin sehr gespannt auf die neue Brille, die jetzt mit 50 Mbit, also doppelt so viel überträgt und das Bild besser sein soll als ursprünglich.
Und da wir eine Auflösung von 1080p haben, sollte das Video auch noch besser als bei einer DJI-Brille aussehen. Natürlich dauert es mit Sicherheit noch eine Weile, bis die Firmware perfekt ist und alle Fehler behoben sind. Das war aber bei der DJI-Brille genauso. Da hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis die Brille perfekt funktionierte. Und die funktioniert jetzt perfekt. Heute kannst du noch nicht erwarten, dass man hier von der Fatshark HD Digitalbrille die gleiche zuverlässige Qualität man bekommt, wie jetzt aktuell bei der DJI-Brille. Das wird bestimmt noch ein paar Monate dauern, bis die Brille perfekt sein wird. Aber die Hardware ist hier schon besser als bei einer DJI-Brille. Das heißt, ich habe stärkeren Prozessor, bessere Kompression. Das Update wurde mit einem langen Piepsen beendet. Ich sehe wieder die Grund-OSD-Anzeige, öffne die OSD-Anzeige und prüfe, ob die Firmware aufgespielt worden ist. Device, Info. Und jetzt habe ich die aktuelle Firmware 2.3.2.3.4. Nun bin ich mit der Firmware fertig. Was ich hier noch optimieren würde, ist hier das Strap austauschen, wo ich einen Akku anbringen kann. Und das wäre hier von Etix das HD-Strap, welches man für DJI-Brille verwenden kann, als auch jetzt hier für die Dominator HD. Und so habe ich jetzt hier ein richtig gutes Strap. Hier kann ich meinen Akku anbringen, anschließen. Und schon läuft alles. Natürlich fragt sich jetzt jeder, welche Brille jetzt die bessere ist. Heute ist definitiv die DJI-Brille die bessere Wahl, weil die ausgereifte Firmware hat und alles top funktioniert. Ich gehe aber davon aus, dass die Fatshark Dominator HD Digital in Zukunft die Nase vorne haben wird und uns das beste digitale Video liefern wird. Also, viel Spaß beim Fliegen!